In diesem Video lernen wir Deutsch im Zoo, sprechen über Durchfall und essen in einem Buffet-Restaurant. Lerne Deutsch mit echten Situationen. Heute bin ich im Zoo und schaue mir viele verschiedene Tiere an. Aber zuerst sprechen wir über ein paar wichtige Wörter. Das ist ein sehr hoher Baum. Der Baum hat einen langen Stamm. Die Informationstafel. Diese Tafel informiert Besucher über Tiere und Naturschutzprojekte. Das ist eine Steinmauer. Die Bank. Der Boden. Der Zaun. Der Lageplan. Er zeigt Besuchern, wo sie gerade sind und wo sie etwas finden können. Das ist ein Gehege und Tiere leben darin. Man kann es auch ein Außengehege nennen, weil es draußen ist. Ich berühre die Glasscheibe. Es ist wichtig, dass man nicht auf die Glasscheibe klopft, um die Tiere nicht zu stören. Das ist ein Wegweiser. Es gibt mehrere Schilder, die den Besuchern zeigen, wo sie welche Tierarten finden können. Hier haben wir ein Schild, auf dem nur für Tierpfleger steht. Es zeigt, dass dieser Bereich nur für Tierpfleger zugänglich ist. Jetzt schauen wir uns die Tiere an. Erdmännchen leben in Gruppen von bis zu 30 Tieren und helfen sich gegenseitig beim Babysitten, Jagen und Buddeln. Sie sind extrem soziale Tiere und verbringen gern viel Zeit zusammen. Hier sieht man rote Flussschweine. Sie leben vor allem in feuchten Wäldern und Sumpfgebieten und in der Nähe von Flüssen. Daher kommt auch der Name Flussschwein. Kommen wir zu den chilenischen Flamingos. Sie leben in der Natur in großen Kolonien, um Schutz vor Raubtieren zu haben. Deshalb sieht man hier auch, wie sie sich alle gemeinsam in die gleiche Richtung bewegen. Es gibt übrigens auch 2 junge Flamingos. Rund um den ganzen Zoo gibt es auch riesige Laternen und Skulpturen, wie zum Beispiel diesen Wal. Alle diese Skulpturen leuchten in der Nacht. Wir spazieren und man kann auch unsere Schatten auf dem Boden erkennen. Ich gehe bergauf. Das bedeutet, ich gehe nach oben. Ich schaue mich in diesem Café um. Ich möchte schauen, was sie so haben. Wir nehmen eine Scotch Pie. Das ist ein vegetarisches Gebäck. Dann bezahlen wir an der Kasse und machen uns auf den Weg zu den nächsten Tieren. Zoos sind oft sehr umstritten. Umstritten bedeutet, dass es viele verschiedene Meinungen zu einem Thema gibt. Einige Menschen finden Zoos gut, weil die Tiere in Sicherheit leben und genug Futter bekommen. Sie zeigen auch Tiere, die man sonst nicht sehen kann. Oft helfen Zoos auch, Tiere zu schützen, die in der Natur bedroht sind. Andere Menschen finden Zoos schlecht, weil die Tiere wenig Platz haben und sich nicht frei bewegen können. Sie leben auch nicht in ihrer natürlichen Umgebung. Ich kann beide Meinungen gut nachvollziehen. Ich finde, dass der Zoo in Edinburgh ziemlich schön ist und die meisten Tiere viel Platz haben. Aber es wäre natürlich besser, wenn sie noch mehr Platz hätten. Ich finde aber, dass sich die Tierpfleger hier gut um die Tiere kümmern. Was denkt ihr über Zoos? Schreibt es in die Kommentare. Dieser Pinguin besteht komplett aus Legosteinen.
Es gibt aber natürlich auch viele echte Pinguine. Man kann die Pinguine von hier aus wirklich hervorragend sehen. Dieser Pinguin liegt auf seinem Bauch. Der Pinguin im Hintergrund kommt gerade aus dem Wasser. Der Pinguin in der Mitte kratzt seinen Kopf. Dieser Pinguin hat Kot abgesetzt. Kot absetzen ist sachlich und formell und man benutzt es für Tiere. Oder das Tier hat gekackt. Diese Version ist sehr umgangssprachlich, aber nicht schön. Man kann sie mit Freunden benutzen, aber nicht beim Tierarzt. Für Menschen benutzt man das Wort Stuhlgang. Zum Beispiel: Ich habe heute normalen Stuhlgang. Wenn man zum Arzt geht, kann man das so sagen. Im Alltag sagt man: Ich muss aufs Klo oder ich gehe auf die Toilette. Das ist neutral und höflich. Umgangssprachlich kann man auch sagen, er hat gekackt oder er hat geschissen. Aber das ist nicht höflich und man sollte es nicht in formellen Situationen benutzen. Wenn man wässrigen Stuhlgang hat, sagt man: Ich habe Durchfall. Dieser Pinguin hier hat das auch. Der Pinguin schwimmt und taucht manchmal seinen Kopf ins Wasser. Die Frau reinigt den Boden mit einem Wasserschlauch. Hier steht, wie sie das Wasser der Pinguine filtern, damit sie gesund bleiben. Das Wasser wird 4-mal pro Tag gefiltert. Diese Pinguine haben wunderschöne gelbe Federn. Männchen, die besonders prächtige lange Federn haben, werden oft von den Weibchen bevorzugt. Die Federn sind also sehr wichtig bei der Partnerwahl. Der Affe frisst das Heu. Wir haben schon viel über Kot gesprochen. Hier seht ihr einen großen Haufen Kot. Dieses Gehege gehört diesem Tier. Man sieht auf dieser Karte, in welchen Gebieten sie in der Natur leben. Hier steht, dass dieses Tier vom Aussterben bedroht ist. Das bedeutet, dass es nur noch sehr wenige Tiere von dieser Art gibt. Bei diesem Tier steht, dass es potenziell gefährdet ist. Das bedeutet, dass es diese Tierart noch gibt, aber die Tiere könnten bald in Gefahr sein, wenn ihr Lebensraum weiter zerstört wird. Jetzt gehe ich in den Koala-Bereich. Koalas mögen es nicht, wenn es laut ist, und Besucher sollten besonders still sein. Ich öffne die Tür und gehe heraus. Es gibt hier eine sehr schöne Aussicht und hinter mir sieht man 2 Kamele. Das Nilpferd ist müde und gähnt. Das ist ein Gürteltier. Gürteltiere heißen so, weil ihr Panzer aus mehreren Gürteln besteht, die wie kleine Ringe um ihren Körper liegen. Sie sind Allesfresser. Sie fressen Insekten, Würmer, kleine Tiere, Eier, Früchte, alles, was sie finden können. In dieser Schale sieht man, wie sich einige lebende Insekten bewegen. Das Gürteltier befindet sich direkt unter einer roten Wärmelampe. Es wärmt sich auf. Jetzt bewegt es sich und geht zu seinem Napf. Wahrscheinlich sucht es Nahrung.
Das Faultier hängt in den Seilen und ruht sich aus. Hier sieht man die Nahrung des Faultiers. Es gibt viel Gemüse. Die Alpakas wälzen sich in der Erde. Der Affe springt auf einen Ast. Affen sind wirklich sehr gute Kletterer. Sie können sehr gut klettern. Ich öffne meine Tasche und nehme mein Portemonnaie heraus. Es gibt hier einen Wunschbrunnen und wenn man eine Münze hineinwirft, dann kann man sich etwas wünschen. Das mache ich jetzt. Hier ist meine Münze. Ich werfe sie hinein. Nach meinem Zoobesuch gehe ich ins Restaurant. Am Eingang steht auf einem Schild: Bitte warten Sie hier, bis Sie zu Ihrem Platz geführt werden. Die Kellnerin zeigt uns unseren Tisch und wir setzen uns hin. Ich schlage die Speisekarte auf und schaue, was es gibt. Ich entscheide mich für das Bratenbuffet. Wenn man die vegetarische Version nimmt, bezahlt man 2 Pfund weniger. Bei diesem Buffet bekommt man frisch geschnittenen Braten. Dazu kann man verschiedene Beilagen wählen, zum Beispiel Gemüse, Kartoffeln und Soßen. Es gibt verschiedene Tellergrößen. Zuerst sagt man dem Koch, ob man einen kleinen, normalen, großen oder extra großen Teller möchte. Danach wählt man den Braten aus. Zur Auswahl stehen handgeschnittenes Schweinefleisch, zarter Schweinebraten, glasierter Truthahnbraten, langsam gegartes Rindfleisch und langsam gegartes Lammfleisch. Der Koch schneidet das Fleisch direkt am Buffet. Er benutzt ein Messer und eine Gabel, um Scheiben vom Braten abzuschneiden. Dann legt er die Scheiben auf den Teller. Ich esse kein Fleisch, deshalb gehe ich direkt zu den Beilagen. Ich nehme die Servierzange und lege einen Yorkshire Pudding auf meinen Teller. Das ist ein traditionelles britisches Gebäck. Dann nehme ich ein paar geröstete Kartoffeln. Ich nehme auch ein paar gewürzte Bratkartoffeln. Sie sind mit Salbei und Zwiebeln gewürzt. Das ist meine Lieblingsbeilage. Auf Englisch heißt sie Stuffing. Das ist eine Mischung aus Brot, Kräutern, Zwiebeln, Butter und Gewürzen. Oh, diese Servierzange ist zu heiß. Ich wickle eine Serviette darum, damit ich sie besser halten kann. Ich schöpfe Kohl auf meinen Teller. Das Verb schöpfen benutzt man, wenn man Essen wie Suppe oder geschnittenes Gemüse aus einer großen Schüssel oder einem Topf auf einen Teller gibt. Dafür braucht man oft eine Servierzange oder einen Schöpflöffel. Ich nehme ein paar Pastinaken. Ich schöpfe Erbsen auf meinen Teller. Und ein paar Karotten. Zum Schluss noch etwas Blumenkohl. Ich nehme meinen Teller und gehe zur Soßenstation. Ich nehme den Deckel vom Topf ab. Dieser Deckel ist ganz schön schwer. Ich gieße vegetarische Bratensauce über mein Essen. Danach setze ich den Deckel wieder auf den Topf. Dann nehme ich noch verschiedene Soßen. Ich nehme Minzsoße, Apfelmus, Cranberry-Soße, Meerrettichsoße und Senf.
Ich mache diesen Tisch noch kurz sauber und bringe dann meinen vollen Teller zu unserem Tisch. Hier ist unser Essen. Guten Appetit! Diese Art von Bratenbuffet ist in Großbritannien sehr beliebt, besonders am Sonntag. Es ist wirklich typisch britisch und sehr gemütlich. Ich bin richtig satt, weil ich eine riesige Portion gegessen habe. Das Essen hat wirklich sehr gut geschmeckt und das war mein Mittagessen und gleichzeitig auch mein Abendessen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Wörter lernen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!